Hallihallo, willkommen zu einer kleinen Tour in den Odenwald mit der Besonderheit, dass ich heute euch zwei Odenwald-Rennstrecken vorstellen möchte. Aber bevor wir zu den Rennstrecken fahren, schauen wir uns nochmal das Himbächel-Viadukt an, was kurz vor Hetzbach ist. Das Viadukt wurde 1882 in Betrieb genommen und noch heute fahren die Züge über dieses Viadukt. Sehr schön ist auch zu sehen, dass das Viadukt aus dem roten Sandstein im Odenwald errichtet wurde. Aber jetzt kommen wir zur Kreberg-Rennstrecke, die zwischen Hetzbach und Schöllenbach führt. Aber bitte Vorsicht, nur in der Woche zu befahren, am Wochenende ist die Strecke leider für Motorräder verboten. Gleich zu Anfang kommen gleich dreimal die entsprechenden Warntafeln, sodass man es auch auf jeden Fall sieht, und die Polizei steht an den Wochenenden fast immer da und ja, man zahlt dann seinen Obolus, wenn man trotzdem lang fährt. Und in der Woche, wie ihr auch sehen werdet, auf der ganzen Strecke ist 70 und da werden entsprechend Geschwindigkeitskontrollen gemacht. Also von daher passt bitte auf, wenn ihr da lang fahrt. Keine Angst, ich werde die Strecke nicht in Originalgeschwindigkeit euch vorführen, sondern im Zeitraffer, aber ich möchte dennoch euch zeigen, wie schön diese Strecke ist und dass man sie in der Woche auf jeden Fall mal fahren sollte, weil es schon sehenswert und da steckt ja auch ganz viel Geschichte dahinter. Die Kreberg-Rennstrecke ist legendär. Schon 1914 tuckerten die ersten Autos da hoch. Und ab 1921 ist es dann eine offizielle Rennstrecke geworden und dann kam das Kreberg-Rennen. Und ja, vielleicht hat der eine oder andere schon mal den Namen Rudolf Caracciola gehört. Der ist mit seinem Kompressor Mercedes diesen Berg mit Stil und Speed hoch und runter gefahren. Ja, und nach dem Krieg gab es dann eine längere Pause, aber 1964 ging es dann nochmal rund. Dann hat der Motorsportclub Erbach Rennen organisiert und da ist dann der Walter Röhrl, den der eine oder andere wahrscheinlich auch kennt, mit seinem Ford Capri durch die Kurven gefahren. Und auch später dann nochmal zur Deutschland-Rallye war er da auch noch einmal mit unterwegs. Also der Kreberg ist natürlich jetzt nicht nur einfach eine Straße, sondern da ist echt Geschichte dahinter. Und die Strecke ist auch noch ziemlich ähnlich der Originalstrecke wie damals. Und da mal lang zu fahren, lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt willkommen zur Zotzenbach-Rennstrecke. Ich fahre von der Kreidacher Höhe über Obermengelbach runter nach Zotzenbach. Die eigentliche Rennstrecke ging eigentlich nur zwischen Zotzenbach und Obermengelbach bis zum Steinbruch hoch. Aber diese Rennstrecke ist eben auch historisch und absolut sehenswert. Leider ist der Belag nicht mehr so gut. Und Mitte der 60er Jahre kamen sie hier auf die Idee, ein Bergrennen für Motorräder und Autos zu machen. Und fast 50 Jahre lang gab es hier eben dieses Bergrennen. Es waren so 3,5 Kilometer pure Kurvenliebe. Ja, und da gab es natürlich auch einige Streckenrekorde von Michael Arbeit aus 1990, der das Ganze in 1 Minute 45 gefahren ist. Und das ist natürlich schon, wow, Chapeau und Vollgas. Gut, 1992 war Schluss, aber das Zotzenbach lebt trotzdem weiter, denn es gibt sehr, sehr oft Oldtimer-Fans, die sich dort treffen, das Revival machen und dann ganz gemütlich mit ihren NSU Prinz, Audi Quattro jedes Jahr zurückkommen, ihre Treffen machen und mit ihren Oldtimern diese Strecke auch einmal fahren.